Hängen los, liebe Leute. Wenn ihr unbedingt mal ein Kräuterbeet anlegen wollt, dann zeige ich euch heute mal, wie das so funktionieren kann. Und zwar wählt ihr am besten einen Standort aus, der ziemlich sonnig ist, zumindest wenn es um Kräuter wie Thymian, Oregano und Rosmarin geht. Hier haben wir eine Stelle gefunden, die ist ziemlich geschützt von den Kaltwindseiten, sagen wir mal, der Nordwind und der Westwind. Und das Ganze ist zur Südseite ausgerichtet, das heißt, die Sonne scheint hier eigentlich den ganzen Tag gut drauf. Auch habe ich hier das Glück, dass der Boden recht mager ist. Also wir haben hier auch sandigen Boden dabei. Die oberen Schichten, die sind schon etwas mit Mutter Erde bedeckt. Das mische ich auch wieder mit rein. Wichtig und schön hier ist allerdings, dass wir auch ja, sehr sandigen und mageren Boden haben. Auf dem Grundstück hatte ich jetzt das Glück, dass ich noch alte Dachziegel gefunden habe. Diese sogar in schwarz. Also man fässt jetzt hier an und man merkt schon, es ist richtig warm, wenn die Sonne da drauf steht. Das heißt, die nutze ich hier, um das Beet zu beranden, und die geben natürlich hier ordentlich Wärme auch an die Erde ab. Des Weiteren liegen hier auch ziemlich viele Steine rum, teilweise sogar Ziegelsteine von einer alten Scheune oder so, und natürlich auch einfach Feldsteine. Die kann ich natürlich super nehmen, um hier weitere Berandung zu schaffen. Die Steine, die speichern hier auch wieder die Wärme, das heißt, über Tag jetzt nehmen die eigentlich ziemlich viel Wärmeenergie auf und können die über Nacht dann auch an die Erde wieder abgeben. Pflanzen wie der Oregano, Thymian oder Rosmarin sind natürlich sehr wärmeliebend, auch über Nacht. Das heißt, wenn die Steine dann über Nacht die Wärme abgeben, freuen die Pflanzen sich natürlich sehr darüber. Für die Beetanlage nutze ich noch etwas Rindenmulch. Also das liegt auch hier einfach rum. Das ist Rinde, die kann ich zerkleinern und die fütter ich mit in den Boden rein, sodass sich nach und nach da die Nährstoffe auch freisetzen können und auch etwas Lockeres und Sauerstoff sozusagen in der Erde vorhanden ist. Als nächstes kommt dann das Erdgemisch darüber. Und nun kann ich an dieser Stelle meine ersten Kräuter auch pflanzen. Ich habe jetzt hier schon mal, auch um es anzutesten, also die habe ich schon vor 2 Wochen mal eingepflanzt, ob die Stelle auch geeignet ist, kleine Setzlinge vom Oregano, vom Thymian und vom Rosmarin hier eingesetzt und ja, empfinde, dass es auch sehr gut wächst, und dementsprechend ja, werde ich das Beet auch weiter ausbauen. In der Permakultur ist eben auch immer ganz wichtig, erstmal Sachen auszutesten und die nicht gleich im großen Maßstab zu machen, sondern erstmal im Kleinen zu beginnen. Und wenn man Sachen für gut empfindet, dann die auch entsprechend weiter auszubauen. Also wie ihr merkt, es ist relativ einfach, eine Kräuterspirale anzulegen. Da gibt es natürlich auch wieder 1000 Wege, das zu tun. Nutzt am besten das, was ihr in der Umgebung habt. Also wie gesagt, analysiert den Standort. Wo bei euch auf dem Grundstück könnte es gut funktionieren? Wo habt ihr vielleicht schon die richtige Erde? Und welche Materialien habt ihr? Also Steine eignen sich immer sehr gut, Ziegel, ähnliches. Ich hoffe, meine Tipps können euch helfen bei der Erstellung eurer Kräuterspirale, und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, hier bei Erschaffenswert.